Guten Morgen. Und hallo. Wir sind Caroline Und Detlef. und wir möchten euch gerne unser Fahrzeug vorstellen. Und durch die einjährige Corona-Zwangspause oder mehr als einjährige Corona-Zwangspause hatten wir noch ein bisschen Zeit, unser Fahrzeug zu optimieren. Unsere Strixer ist im Basisfahrzeug ein Mercedes SK 1824, Baujahr 96. Wir haben Allradantrieb, 3 Sperren, eine Fahrwerkshöherlegung um 8 cm, verstärkte Antriebswellen und ein verstärktes Federpaket hinten. Nachgerüstet haben wir den Rammschutz, die Motorschutzplatte, die Luftansaugung über Fahrerhaus, den Astabweiser mit der Dachterrasse. Als Bereifung haben wir 20 Zoll Sprengringfelgen mit Conti HCS 365 85 20. Hier nochmal unsere Reifenhalter. Dann kommen wir jetzt zur Tankanlage. Wir haben eine 3-Tank-Anlage. Das ist der Haupttank, Tank 1 mit 300 Litern. Hier neben seht ihr den Geländetank mit dem Sepra-Filter. Jetzt werfen wir mal ganz kurz einen Blick unter das Fahrzeug. Alle unsere Tanks haben Schutzbleche unterhalb gegen Steinschlag oder sonstige Beschädigung. Hier seht ihr 2 Förderbandmatten, die man benutzen kann, um auf Sand zu fahren, inklusive 2 Holzbohlen, die wir unter den Wagenheber legen können. Dann gucken wir noch mal hier nach oben. Das sind keine Antennen. Das sind Astabweiser, die dazu dienen, dass Äste nicht zwischen die Box und das Fahrerhaus gelangen. Die werden durch diese Fiberglasstäbe auf das Dach geleitet und dann sind hier oben Edelstahlseile gespannt, die die Äste praktisch über die Oberkante der Box leiten. Hier hinten ist unser klappbarer Unterfahrschutz. Unter dem hinteren Rahmen sitzt unser 150 Liter Abwassertank. Das ist ein 20 Meter Rollschlauch, extrem klein und flach, weil 20 Meter Schlauch zu verstauen nimmt dann doch Platz weg. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir alle Anbauten mit Schlössern gesichert. Das könnt ihr gleich noch auf der anderen Seite sehen. Das hier ist eine Vorrichtung, auf der ich einen kleinen Schraubstock montieren kann, um mal eventuell was zu biegen, zu sägen oder ja, was zu machen.
Unsere Mini-Werkbank. Hier sind unsere Sandbleche verbaut. Das ist unser zweiter Reservetank. 300 Liter. Daneben der Reservetank für Benzin, Treibstoff für unser Quad. Das hier ist unsere Reifenfüllanlage mit Regulierventil und Schlauchtrommel. Hier seht ihr die Abdeckung für unsere Leiter zur Dachterrasse. Und 2 Stauboxen. In der einen Staubox ist unser Boot, in der anderen ist eigentlich noch gar nichts. Da werden wir Sachen einlagern, die wir unterwegs finden oder mitnehmen. Auch hier wieder Schlösser, damit die Teile nicht abhanden kommen, weil ich denke, es gibt immer irgendwelche Leute, die irgendwas gebrauchen können. Oberen Kanten der Box haben wir nochmal Eckschutzschienen montiert. Unser ganzes Fahrzeug ist komplett foliert mit einer hochwertigen Flip-Flop-Folie. Dadurch kommen diese Farbschattierungen zustande. Hier seht ihr noch ein weiteres Gadget. Ich habe mir Einlagen gebaut aus Multiplex-Platten, in die wir ganz feinmaschige Gase eingelegt haben. Und die können wir durch Hochkurbel des Fensters im Fensterrahmen verklemmen. Somit können wir bei Moskitobefall oder bei irgendwelchen vielen Viehzeug außen trotzdem mit offenem Fenster fahren. Das ist unsere Lösung, da wir keine Klimaanlage haben. Zwischen Fahrerhaus und Box befindet sich unser Reserveradträger. Wir haben 2 Kompletträder an Bord. Wir haben diese Position deshalb gewählt, weil wir dadurch eine bessere Gewichtsverteilung am Fahrzeug haben, als wenn die Räder hinten am Heck hängen würden. Vorne, der vordere Teil ist eine Absetzvorrichtung. Damit können wir ein Komplettrad einfach mit der Winde runterlassen. Aber dazu gibt es ja auf unserer Seite noch ein extra Video, wie diese Absetzvorrichtung funktioniert. Jetzt gucken wir uns mal an, wie unsere Außenküche aussieht. Unsere Außenküche hat einen Benzinkocher. Wir haben erst mit Gas rumlaboriert gehabt, das haben wir dann wieder verworfen, weil Benzin gibt es immer. Also das heißt, egal was passiert, kein Gas mehr, kein Strom mehr, aber Benzin lässt sich immer besorgen. Wir haben einen Kaltwasseranschluss mit einem Becken. Die Schale kann man rausnehmen und dann einfach das Wasser entsorgen. Daneben sind noch 2 Staufächer für Utensilien wie Grill, Wassereimer und so weiter und alles das, was man in der Außenküche so braucht. Jetzt gucken wir uns das Heck an. Am Heck sehen wir unsere Sandbleche. Eine weitere Klappe. Die Klappe haben wir nachgebaut, weil wir festgestellt haben, dass wenn das Quad hinten in der Heckgarage steht, die wir uns gleich angucken, wir nicht mehr an unsere Werkzeug- oder Ersatzteilkisten kommen. Somit kann ich hinten die Klappe öffnen und komme dann ohne Probleme, ohne das Quad ausladen zu müssen, an unsere Werkzeugkisten. Hier seht ihr unsere Schutzklappen vor den Fenstern. Wir haben in allen Schutzklappen ein Lochmuster und jedes Lochmuster bildet ein Sternbild ab. Hier ist die große Klappe für unsere Heckgarage. Hier steht nachher das Quad drin. Das sind die Regalboxen für unsere Ersatzteile, Vorzelt und die Werkzeuge. Auf der anderen Seite ist unsere Heizungsanlage. Unter der großen Klappe befindet sich eine zweite große Staubox. Hier haben wir unser Notstromaggregat und Vollauszüge für unser komplettes Werkzeug. Dafür habe ich Einsätze gefräst, damit die sauber da drin sind und ich auch mal weiß, dass alles bestückt ist, nicht irgendwas verloren oder weg ist. Wenn alle Fächer voll sind, ist alles schön.
Hinter der Stauklappe befindet sich unser Gaskasten. Und das ist eines unserer Gadgets. Das ist unsere Außenwaschmaschine. Eine Kugelwaschmaschine aus den 60er Jahren. Da kann man oben die Deckel abmachen, macht die Wäsche rein und dann entriegelt man sie und lässt sie einfach während der Fahrt vor sich hin kugeln. Nach 2 Stunden ist die Wäsche sauber. Und wir haben sie deshalb außen angebaut, damit die ganze Pranscherei im Auto nicht stattfindet, sondern das Wasser ich einfach auf dem Boden weglaufen kann und ist erledigt. Eins unserer Logos, eine Weltkarte mit einer Sonnenkompassuhr. Das ist die Revisionsklappe für unsere Chemietoilette. Werfen wir noch einen kurzen Blick in die rechte Seite unserer Heckgarage. Hier ist Werkzeug. Die ganze Solartechnik ist da verbaut. Da oben sind Zubehörteile für Vorzelt und unser Außengestell für unser Boot. Auf der Seite sehen wir dann nochmal die Ersatzteilboxen, Boxen mit Ersatzteilen. Hier hängt der Außenborder für unser Schlauchboot und hier kommt nachher praktisch das Quad rein. Wir haben eine kleine Schnellleiter, wie wir sie nennen. Die schieben wir ins Fahrzeug und können die hier anstellen. Die ganze Leiter lässt sich auch zusammenklappen. Da gibt es aber ein Video zu Türen, Fenstern und unsere Auszugstreppe, glaube ich. Das heißt, wenn wir mal ganz schnell ins Auto rein und raus müssen, können wir diese Leiter benutzen. Auf dem LKW-Parkplatz zum Beispiel können wir unsere Auszugstreppe, die da drunter ist, nicht ausziehen. Und wir brauchen diese Leiter auch, wenn wir mal schnell hinten in die Heckgarage müssen. Wo möchtest du hin, Caro? So, wenn man da jetzt rein muss, ist das natürlich unheimlich problematisch, wenn man keine Leiter hat. Da können wir auf beiden Seiten diese Leiter einstellen. Dann hat die Leiter noch einen Mechanismus an der Seite, den man ausklappen kann, bzw. rumdrehen kann mit 2 Rändelschrauben, um an die hintere Stauklappe ranzukommen. Weil da ist natürlich eine Höhe gegeben, wo wir so nicht rankommen. Dann klappen wir diese beiden Riegel aus und stellen die Leiter hinten ran, um dann die Werkzeugkisten rauszukriegen. Wir haben jetzt mal unsere Auszugstreppe ausgezogen und Caro geht jetzt mal ins Auto und öffnet mal das Fenster an der Sitzgruppe. Dann können wir sehen, wie das mit unseren mit Schutzklappen funktioniert. Da hängt im Augenblick noch das Sicherheitsbänzel raus. Die Klappen lassen sich nach oben mit Gasdruckdämpfern öffnen. Und diese Leine, die ihr da seht, ist dazu da, um im eingeklappten Zustand die Verriegelungsbolzen einrasten zu lassen. Das Ganze haben wir an allen Fenstern ringsrum genau so verbaut. Unser Armaturenbrett haben wir komplett mit Carbonfolie bezogen. Hier sehen wir die Mittelkonsole und eine zweite nachgerüstete Konsole mit den Schaltern für die Aggregate hinten in der Box. Damit können wir eine Zusatzheizung einschalten, Beleuchtung, Wärmetauscher und ein Gebläse. Hier seht ihr die Zusatzarmaturen für Tank 1, Tank 2 und Öltemperatur. Was ihr hier seht, ist unsere Navigationsaufnahme. In dem großen Teil hat Caro das Navigationstablet und in dem kleinen Teil, das wir hier rüber schwenken können, das große Teil kann man natürlich auch schwenken, habe ich ein zweites Display, wo praktisch die Anzeige von Caros Navigationstablet auf mein kleines Display gespiegelt wird, damit ich auch sehen kann, wo es hingeht. Wir haben unsere Sitze neu bezogen mit
Alcantara in der Mitte und Kunstleder außen. Das haben wir mit beiden Sitzen gemacht. Hier hinten haben wir noch unsere Schlafliege im Fahrerhaus. Die lässt sich erweitern, indem man dieses vordere Teil runterklappt. Wenn man den Beifahrersitz nach vorne schiebt, klappt dann automatisch diese 15 cm Erweiterung runter und wir haben eine Schlafliege, die dann 50 cm breit ist und über die komplette Fahrerhauslänge geht. Darüber sitzt unsere Kompressorkühlbox und unsere beiden Walkie-Talkies. Das Ganze habe ich auf eine Konsole installiert, damit man die Füße drunter stecken kann, weil sonst ja die Liege etwas kurz geworden wäre. Oben gibt es noch ein paar Haken. Das ist unsere Dachluke und noch ein bisschen Stauraum im oberen Teil. Hier noch einige Zusatzarmaturen. Das ist unser Reifendrucksensor, die Anzeige für die Rückfahrsensoren und die Aufnahmen für die Onboard-Kameras. Wir haben eine Rückfahrkamera noch verbaut und eine Frontkamera, die wir auf dieses Display spiegeln können. Wenn alle Stricke reißen, bleibt uns immer noch unser Motto auf der Heckseite. Das tröstet einen dann über den schlimmsten Kummer hinweg. Das war es soweit mit dem Video von außen und den Anbauten. Für mehr Informationen könnt ihr euch die Einzelvideos angucken, die wir in unserem Kanal haben, zu den einzelnen Themen, Reifen, Absetzvorrichtungen, Aufbau und so weiter. Und im Teil 2 geht es dann um die Innenausstattung unserer Box. Okay, das war's für Teil 1 und ich hoffe, ihr bleibt bei Teil 2 auch dran.